So Leute, dritter Teil. Diesmal geht es um die Geschwindigkeit von Internet. Wir haben ja im ersten Teil schon die Fritzbox optimiert. Im zweiten Teil ging es dann darum, die Netzwerkkarte zu optimieren. Und jetzt geht es ums Internet. Auch da können wir einiges einstellen und auch da gibt es Dinge, die man noch verbessern kann. Alle Befehle, die ich verwende, habe ich unten hier in die Beschreibung gepackt. Und da können wir jetzt schon anfangen. MTU ist die Maximum Transmission Unit. Und die kann man einstellen. Das hat ein paar Vorteile, wenn man die richtig einstellt. Und welche Vor- und Nachteile man da mit einkauft, das möchte ich euch heute mal erzählen. Also zu Anfang erstmal, warum müssen wir das überhaupt einstellen? Macht das denn Sinn? Die neuen Systeme machen ja fast alles automatisch. Da muss man sagen, ja, theoretisch machen die alles automatisch. Aber es gibt trotzdem Gründe, dass man es lieber per Hand einstellt. Jetzt habe ich im Internet gesehen, dass einige Leute das einstellen, indem sie vorher das ausprobieren. Da wird rumprobiert und dann findet man irgendeine Größe und sagt, das muss wohl die richtige sein, weil das hat jetzt gerade hier bei dem Test so gut funktioniert. Und dann stellen die ein. Also, das ist ja nun nicht die Ingenieursvorgehensweise. Also, wir werden das uns überlegen, wie groß die sein muss und überprüfen dann, ob wir das uns richtig überlegt haben. Und dann stellen wir die ein. Außerdem werde ich noch auf eine Besonderheit eingehen. Es ist nämlich so, dass bei Windows kann man das nämlich vorher einstellen und zwar für die Protokolle IPv4 und IPv6 getrennt. Aber scheinbar ist es so, dass wenn man da unterschiedliche Größen für die zwei Protokolle einstellt, das geht, aber Windows hält sich da irgendwie nicht dran. Das ist auch in einigen Microsoft-Foren beschrieben. Da gibt es ewige Diskussionen drüber. Die Microsoft-Mitarbeiter, die da in dem Forum geantwortet haben, haben gesagt, das stimmt nicht. Aber viele Forenmitglieder haben das bestätigt, dass das bei denen auch so ist. Und ich muss sagen, bei mir hat sich das auch so gezeigt, dass ich, wenn ich da unterschiedliche Werte für die MTU-Größe mache, das nicht immer greift. Ich werde die jetzt also für beide Protokolle gleich einstellen. Das ist ein bisschen nachteilig für das IPv4-Protokoll, weil für das ist dann die Größe etwas zu klein gewählt. Aber sei es drum, der Fehler ist nicht so groß, es zu klein zu machen, als zu groß zu machen. Da müssen wir halt durch. So, jetzt mal grundsätzlich, warum ist es denn so schlimm, wenn man eine zu großes also zu großes Paket wählt? Die MTU sagt also die maximale Größe eines Ethernet-Pakets. Und da kann man ja sagen, naja, was macht es denn, wenn es zu groß ist? Was passiert denn dann? Tja, also wenn es zu groß ist, dann ist es bei IPv4 so, dass das Paket zerteilt wird. Da wird einfach der erste Teil des Pakets genommen und das, was zu viel ist, kommt in in ein zweites Paket. Allerdings wird es nicht über die ganze Datei, die man übertragen will, gesehen, aufgeteilt, sondern es wird jedes Paket einzeln aufgeteilt. Und das hat zur Folge, wenn man jetzt beispielsweise 10.000 Pakete verschickt und dann an irgendeinem Punkt passt das nicht, ist jedes Paket ein bisschen zu groß. Und wenn es nur ein einziges Byte ist, dann wird aus 10.000 Paketen schlagartig doppelt so viel, 20.000 Pakete, obwohl man nur ein einziges Byte daneben gelegen hat. Und daran sieht man, dass das eben schon einen Unterschied macht, ob man es richtig einstellt oder nicht. Wenn man es zu klein wählt, ist es nicht so schlimm. Dann ist das Paket halt insgesamt etwas zu klein und die übertragene Dateimengen oder die Frame-Anzahl ist höher als nötig. Aber sagen wir mal, wenn wir es in 10.000 Frames reinkriegen würden und wir haben das jetzt zu klein eingestellt, dann sind es halt 10.500 Frames oder so. Also nicht so schlimm. Aber wenn wir es andersrum falsch machen, sind es nicht 10.500, sondern sind es dann gleich 20.000. Also eine Verdopplung und das ist halt böse. So, also als erstes ist es so, dass wir wissen, unser Paket kann 1500 Byte groß sein. Wenn ich jetzt versuche, ein 1500 Byte großes Paket zu verschicken, wird das nicht klappen. Also ich ping jetzt mal meine Fritzbox an. So, das ist die IP meiner Fritzbox. Dann kann ich sagen, ich möchte auf jeden Fall ein IPv4-Paket, damit wir schon mal mit den Protokollen kein Durcheinander machen. Dann wollen wir, dass das nicht fragmentiert wird, weil wenn ich das sowieso fragmentiere, dann macht es eh keinen Sinn. Dann kann ich so große Dateien übertragen, wie ich will. Und jetzt kann ich noch die Länge des Pakets angeben mit 1500.
Das wird natürlich schief gehen, das ist ja klar. Also den ganzen Frame kann er nicht übertragen. Da, geht nicht. Jetzt ist das ein bisschen nervig, dass er da gleich viermal das probiert. Deshalb werden wir hier nochmal sagen, wir wollen das nur zweimal probieren. Das reicht uns. Dann glauben wir es ihm. So, also 1500 kann nicht sein. Es ist nämlich zusätzlich noch zu der sogenannten Payload, das ist die Information, die wir übertragen wollen, auch noch einen Kopf, einen Header zu übertragen. Das muss man sich vorstellen wie bei einem Brief. Also der Brief hat ja auch einen Briefkopf und da steht die Adresse drauf, der Absender, vielleicht noch das Datum. Und das ist ja alles auch Text, der auf dem Brief steht. Und wenn wir jetzt sagen, okay, unser Text darf maximal 1500 Zeichen haben, als Beispiel, ja, dann nimmt der Header, der Briefkopf, schon ein bisschen von den Zeichen weg. Und so ist es hier auch. Und in unserem Fall sieht es dann so aus. Kann ich euch mal hier zeigen. Also, wir haben den Header. Der besteht aus 8 Byte ICMP-Protokoll und aus 20 Byte IP-Protokoll. Das heißt, es gibt insgesamt 28 Byte, die uns schon mal verloren gehen von unseren 1500. Wenn wir die abziehen, bleiben 1472 übrig. So, die 1472, die müssten jetzt durchgehen. Und die gehen durch. Und jetzt gucken wir nochmal, ob ich wirklich da zufällig irgendeinen Wert genommen habe, der passt. Ich mache jetzt einen größer, ein ganz klein bisschen größer, ein einziges Byte. Und jetzt geht er nicht mehr durch. Da, geht nicht mehr durch. Also das war schon die richtige Zahl. Die 72 ist die Zahl. Das ist die maximale Zahl, also die maximale Größe, die wir durchkriegen. Aber ihr müsst dran denken, ich habe jetzt meine Fritzbox angepinkt. Die ist im Netz, also intern. Jetzt pinge ich mal jemand an außerhalb. Zum Beispiel cloudflare.com. Das wird jetzt nicht funktionieren. Ich weiß es, aber ich mache es mal trotzdem, damit ihr es seht. Da, funktioniert nicht. Verloren. Eines ist durchgegangen. Dann machen wir gleich mal nochmal, dann geht gar keins mehr durch. 2 verloren. Ich weiß nicht, warum er das einmal schafft und dann nicht mehr. Keine Ahnung. Das ist auch wieder so, er hätte sich da eigentlich dran halten sollen, dass das Paket eine gewisse Größe hat. So, also es geht nicht. So, warum geht es nicht? Das kann ich euch auch erklären. Also wir haben ja jetzt gesehen, 72 ist die Größe, die für diese Header-Information schon gebraucht wird. Jetzt kommt noch was dazu. Da ich nach außen das schicke, kommt noch Folgendes dazu. Wir müssen nämlich, also bei mir ist es so, dass ich das über DSL übertrage. Und DSL hat weitere 8 Byte. Das heißt, der Header wächst dann nochmal um 8 Byte. Also 28 plus 8 sind 36, muss ich da auch noch von abziehen. Also 1464 ist das, was jetzt noch durchgeht. Probieren wir mal aus. So, und funktioniert wieder. Ich muss da nichts ausprobieren. Das ist klar, was da los ist. Also insofern, ich weiß, worum es geht. Und dann, wenn man es versteht, kann man nämlich da auch gut mitarbeiten. Also diesen Wert könnten wir jetzt nehmen. Wir könnten jetzt sagen, 1464 ist das Maximale, was wir in dem Frame unterbringen können. Und damit könnten wir ins Rennen gehen. Ist aber nicht so schön, weil das Protokoll hat auch noch die Option, sogenannte Options zu setzen. Options sind dann weitere Informationen, die dem Paket beigefügt werden. Und es kann auch unterwegs passieren, dass dem Paket nochmal eine Option dazugefügt wird, weil irgendein Server irgendwas markieren will. Das wird gemacht. Also euer Paket wird verändert auf der Reise. Und wenn eben da kein Platz mehr ist, dann wird es wieder fragmentiert. Dann wird es wieder zerschnitten und wieder fragmentiert. Also sollte man dem Paket ein bisschen Platz lassen, wenn man es verschickt. Also würde ich da eben nicht 1464 machen, sondern 1460 für die Größe. Ja, damit ich einfach 4 Byte Luft habe, die irgendein Server noch dazuhängen kann, etc. Und jetzt kommt das Problem, wir müssen leider für IPv6 nochmal 20 Byte dazu rechnen. Und da wir die Einstellung für IPv4 und IPv6 gleich machen, müssen wir halt leider bei beiden 20 Byte dazu rechnen. So, also hier waren wir jetzt. Jetzt kommt noch unser Bonus dazu.
die 4 Byte dazu. Also die 36, die machen wir jetzt schön voll. Da machen wir jetzt eine 40 draus, indem wir 4 Byte dazu packen. Und dann kommen wir auf eine MTU-Größe von 1460. Wie gesagt, das würde für IPv4 funktionieren. Jetzt gehen wir aber noch weiter und machen auch gleich die 20 Byte für IPv6 dazu. Fertig, ja. Also 20 Byte kommen dann nochmal dazu. Zu den 40 kommen nochmal 20 Byte dazu. Dann haben wir 60. Dann sind es eben nicht 1500, sondern 1440. Das wäre jetzt die MTU-Größe, die ich in meinem Windows einstelle. So, dann lasst es uns nochmal zusammen durchgehen. Also, wir haben hier unser Frame 1500. Dann 28 Byte für ICMP und IP. Dann kommt bei mir noch 8 Byte für IP, also DSL dazu. Dann haben wir uns 4 Byte extra gegönnt, damit wir Luft nach oben haben. Und wegen der IPv6-Unterschiede müssen wir nochmal 20 dazu rechnen. Das heißt, wir kommen da am Ende auf 1440. Die kann ich aber nicht da einstellen, weil mit dem netsh-Befehl stelle ich eine Ebene tiefer ein. Eine Ebene, die quasi hier drunter beginnt. Das heißt, die 28 Byte, die kommen da gar nicht mehr vor. Die berücksichtigt er quasi schon. Die sind schon oberhalb schon drin, wenn man so will. Aber wenn ich euch das jetzt gezeigt hätte ohne die 28, dann wären unsere ganzen Ping-Befehle immer um 28 Byte daneben gewesen. Das hätte eine totale Verwirrung ergeben. Hätte wahrscheinlich gar keiner verstanden. Und deshalb habe ich das jetzt so gemacht. Also ich habe die immer dazu gerechnet. Und dann kann man nämlich genau auf den Wert pingen, den man hier liest. Ja? Aber wenn ich das jetzt einstelle, muss ich 28 Byte dazu rechnen. Also 1440 plus 28 sind 1468. Ist so. Man hätte auch einfach die von Anfang an weglassen können und ab hier losrechnen und die einfach ignorieren. Aber wie gesagt, dann pinkt man auf einen Wert und muss immer 28 dann dazu rechnen. So, okay. Dann werden wir das jetzt mal einstellen. Also wir haben hier eine Eingabeaufforderung, die ist aber auf User-Ebene. Wir könnten jetzt mit hier run as heißt der Befehl, kann ich jetzt da elevated writes machen und so, aber das brauchen wir nicht. Wir wollen jetzt das als Administrator ausführen und wenn ihr auf eurem Windows Administratorrechte habt, ist das recht einfach. Dann rechte Maustaste auf die Eingabeaufforderung, dann kommt das Menü hier. Eingabeaufforderung, nochmal rechte Maustaste hier. Und dann kann man sagen, als Administrator ausführen. Zack, so, jetzt sind wir Administrator. Steht auch drüber, na komm, wer tippt? Steht auch drüber, so, Administrator. Okay, schön. Wir haben es also geschafft, ein Command-Line-Fenster mit Administratorrechten zu öffnen. Und jetzt geben wir erstmal den Befehl hier ein, netsh. Die Netshell ist ein sehr mächtiges Tool und am besten spielt ihr damit nicht rum. Weil alles, was ihr da macht, ändert auch was. Also die Befehle, die man da absetzt, werden auch direkt ausgeführt und da gibt es auch keinen Zurück-Button. Also man sollte schon wissen, was man tut. Aber hier gucken wir uns jetzt erstmal an, wie groß ist denn das Frame für IPv4. Und das sollte auch bei IPv6 so groß sein. Also das ist jetzt noch die Standardeinstellung, die Maximalgröße 1500. So. Jetzt kommt der Befehl, um das einzustellen. Den habe ich schon mal hier hinterlegt. Das wäre jetzt nicht 1500. Und wir haben ja gesagt, 1468. Ne? Das war ja das, was wir hier ausgerechnet haben. Ohne die 28. Und dann sollten wir einen Ping mit 1440 durchkriegen. Das probieren wir auch gleich aus. Also, draufhauen. Zack. So, ausprobieren. Cloudflare. Wieder, wenn ich den jetzt absetze, dann sollte der durchgehen. Tut er auch. Und jetzt, wenn ich alles richtig gemacht habe, dann darf das nicht mehr durchgehen, wenn ich auch nur ein einziges Byte dazu packe. Klappt. Also, 1440 kriegen wir durch. Bei 1441 geht nichts mehr. 100% Verlust, ja. Also, wir haben alles richtig gemacht. Das Ganze machen wir jetzt nochmal für IPv6. Das ist aber, wie gesagt, der Sache geschuldet, dass wir
das leider gleichmäßig einstellen müssen. Also wenn da einer eine Ahnung hat, woran das liegt oder wie man das besser machen kann, gerne in die Kommentare. Und dann, so, also wir gucken nochmal, das geht und das geht nicht. Also, bei IPv6 kann ich keinen Flag setzen, dass er nicht fragmentieren darf, weil bei IPv6 grundsätzlich nicht fragmentiert wird. Allerdings geht es dann auch nicht schief. Er wird dann immer das ideale Paket aushandeln und es übertragen. Also wenn ich jetzt hier einfach sage, mach mal hier IPv6, das klappt immer. Ja, egal wie groß ich das Paket einstelle, ja, bis auf die Maximalgröße, die zulässig ist für den Ping. Also das kann ich dann leider nicht so einfach ausprobieren. Aber ihr seht auf jeden Fall, es funktioniert auf beiden Protokollen. Und so habt ihr die besten Chancen, dass ihr die Pakete, die ihr verschickt, möglichst unfragmentiert zu eurem gewünschten Server übertragen könnt. Und damit ist die Performance eigentlich maximal. Besser kann man es nicht einstellen. Ihr könnt natürlich die Pakete noch kleiner machen und noch kleiner bis zur Minimalgröße. Dann seid ihr sicher, dass es auf jeden Fall passt. Aber dann habt ihr zu viel Verluste bei der Übertragung. Also die Minimalgröße der Pakete ist laut Protokoll 1280. Das ist die kleinste Größe, die erlaubt ist. Kleiner darf man das Paket gar nicht einstellen. Aber wie gesagt, das ist dann ein bisschen wenig. Dann ist wirklich der Verlust für jedes Paket dann doch zu groß und dann ist man wieder auf der anderen Seite falsch. Aber ich finde, den Weg, den ich euch gezeigt habe, ist doch ein super Mittelweg. Und wie gesagt, ist es viel schlimmer, zu große Pakete zu übertragen als zu kleine, weil das Fragmentieren echt ein Problem ist. Da muss man nämlich auch berücksichtigen, das muss ja irgendwo gemacht werden. Also das Paket muss ja ausgepackt werden, aufgeteilt, der Header muss kopiert werden, es muss also ein neues Paket erstellt werden und dann weitergeschickt. Da kann man sich ja vorstellen, das braucht alles Prozessorlast, irgendwo auf irgendeiner Karte, auf irgendeinem Server, wo auch immer. Und vor allen Dingen braucht es Zeit. Und die Zeit ist das, was ihr nicht verschwenden wollt. Ihr wollt ja eure Pakete möglichst flott durchkriegen, sodass es auch immer gut funktioniert. Wir werden jetzt gleich nochmal einen Test machen, wie gut wir das hinkriegen. Und dann sollte es das gewesen sein. So, das ist unser guter alter speedtest.net. Da habe ich schon mal laufen lassen, aber wir können das einfach nochmal hier, kommen wir ja ganz von vorne, ganz frisch hier. So, mein Freund. Ja. Wollen wir uns mal einen schönen Server aussuchen? Hier München. München, genau. Und los geht's. Der macht jetzt einmal, nee, wollen wir nicht, einen Geschwindigkeitstest für den Download und dann nochmal für den Upload und gleichzeitig guckt er sich auch nochmal an, wie gut er die Pings dabei durchbringt. Also Ping-Geschwindigkeit von 19 Millisekunden ist schon mal klasse und das beim Download von 50,5. Mehr kann ich einfach nicht. Aber da sieht man, das läuft gut. Und hier 10, das ist auch leider nicht besser. Das ist ein bisschen nicht so schön. Ja. Also 200 für den Ping, da finde ich nicht so gut. Aber da kann ich nicht mehr viel dran machen. Liegt jetzt vielleicht auch am Server, keine Ahnung, oder an der Tageszeit. Aber das sind schon Werte, die an das Maximum rangehen, was ich überhaupt habe. Also da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Okay, also funktioniert gut. Ich kann ja nochmal einen anderen Server aussuchen, was weiß ich, Deutsche Glasfaser. Aber ich glaube, vom Prinzip her, mehr ist da nicht zu machen. Wichtig für euch ist hier immer zu sehen, dass diese Linie schön gerade ist. Dass hier keine Einbrüche sind, dass das nicht schwankt, auch hier der Ping-Wert. Das ist ja das Entscheidende. Und sowohl bei Download als auch bei Upload. Ihr werdet gleich sehen, hier mein Upload ist genauso schön. Also minimal schwankt das hier und dann pegelt sich das da ein auf den Maximalwert. Ja, mehr kann man nicht tun. Ich habe das natürlich vorher nochmal mit den anderen MTU-Werten gemacht. Das sieht ähnlich aus. Bisschen schlechter, aber ähnlich. Und das ist leider in der Tagesschwankung. Mal ist der Server halt nicht ausgelastet, mal ist er ausgelastet und dann schwankt das so ein bisschen. Deshalb so richtig erkennen kann man das nicht. Trotzdem ist es sinnvoll, Paketgrößen zu wählen, die auf jeden Fall klappen. Also mit der falschen Paketgröße zu starten, müsste eigentlich klar sein, das kann ja nicht gut sein. Da muss ja dann umgerechnet werden, da muss ja dann fragmentiert werden. Also lässt man das besser. Alles klar,
das war's für den dritten Teil. Jetzt wollte ich nochmal auf ein paar Kommentare eingehen, die ich am besten hier im Video beantworte, als, als direkt einen Kommentar drunter zu schreiben, dann haben alle was von. Ich wollte euch noch eine Sache erklären. Also wenn ihr diese Größe für IP abruft, dann steht hier ja ein Name dahinter. Das ist bei mir leider irgendwie mit den Abständen nicht ganz richtig. Ich habe schon verschiedene Texttypen da ausgesucht, aber er macht es immer so schräg. Also eigentlich sollte das ja hier unter Schnittstelle stehen. So, also die heißt bei mir Ethernet. Die kann bei euch anders heißen. Ja? Also, was weiß ich, LAN oder wie auch immer das genannt wurde bei der Einrichtung. Das muss nicht Ethernet heißen. Und wenn man dann hier diesen Befehl absetzt, dann muss man den Namen hier reinschreiben. Manchmal steht hier zum Beispiel auch Ethernet Leerzeichen 2 oder Ethernet Leerzeichen 5 oder sowas. Und deshalb habe ich euch das schon mal hier in Anführungszeichen gesetzt. Ihr würdet dann hergehen und würde das einfach dann hier Leerzeichen 5 machen, wenn das 5 heißt. Ja? Das muss aber genauso heißen, wie das da steht. Sonst werdet ihr das nicht finden. Sonst macht er das nicht. Also wenn ich jetzt hier irgendeinen Blödsinn eingebe, ja, dann sagt er hier, geht nicht. Dateiname, Verzeichnis nicht gefunden, ist falsch. Ja. Und das kann manchmal ein bisschen verwirrend sein, wenn da einfach nur ein Leerzeichen und eine 2 dahinter steht und ihr schreibt das ohne. Ihr würdet das dann so versuchen. Element nicht gefunden. Ja, wieso, warum, weshalb, ne? Natürlich ist richtig, das, was er sagt, aber mit der Fehlermeldung können die wenigsten was anfangen. Also es geht einfach darum, das muss in Anführungszeichen und dann könnt ihr da auch diese Leerzeichen da reinschreiben, die manchmal da sind. Das hängt von eurem Namen ab, wie das so auf eurem System so heißt. So, eine Frage hatte ich in den Kommentaren bekommen. Der hat gefragt, wen pinge ich denn am besten an? Also nehme ich meinen DNS-Server oder nehme ich Google oder nehme ich Cloudflare oder wen nehme ich denn überhaupt? Da muss ich sagen, weder noch. Wir wollen ja nicht wissen, wie schnell einzelne Server im Internet miteinander reden. Da haben wir nichts von. Wir wollen wissen, wie schnell wir mit unserem Gateway reden. Also mit dem Server, der uns dann ins Internet bringt. Ja, jetzt müssen wir es nur rauskriegen, wie der überhaupt heißt. Dann lassen wir einen Trace drauf los. Und zwar IPv4. Das muss man bei Trace halt immer vorne hinschreiben, nicht danach. Und jetzt nehmen wir irgendwen. Google ist egal. Wir brechen das sowieso gleich ab. Also hier, das ist der erste Hop, der zweite Hop, darum geht es uns und abbrechen. Und zwar, es geht uns jetzt um diesen Server. Das ist der Server, der als erstes im Internet ist. Hier mit seinem DNS-Name und da die IP-Adresse. Und den pingen wir an. So, also Ping. Wir wollen natürlich einen IPv4-Ping haben. Und ich würde sagen, dem geben wir es mal richtig. Also wir pingen den mal 16 Mal an, dann haben wir einen guten Wert. So, und jetzt hier ihn hier. Und los geht's. So, also 15 beim Anfang. Oh, da haben wir einmal 24 gesehen. Und jetzt wollen wir mal gucken, was da am Ende bei rauskommt. Also das klingt ja schon ganz gut hier. 11, 10, 12. Also wir haben einen Mittelwert von 12 Millisekunden. Höchste Wert war einmal 24. Aber das ist sinnvoll. Also den anzupingen. Das ist quasi der nächste Server, nachdem wir im Internet sind. Von unserer Fritzbox ist das der nächste. An den ist quasi die Fritzbox angeschlossen. Der ändert sich bei mir auch nicht. Ist immer der gleiche. Das ist von meinem Provider hier der Server, an den er dann als erstes geht. Wenn die da vielleicht Wartungsarbeiten haben, wird es mal ein anderer sein. Aber vom Prinzip her ist das dann, alles geht über den drüber. Und deshalb ist auch sinnvoll, mit dem den Ping anzugucken, weil alles, was danach kommt, das können wir gar nicht mehr beeinflussen, weil das ist ja, wie der mit dem Internet redet. Ja, wir können ja nur gucken, dass wir auf jeden Fall zu dem ersten Hop schnell sind. Und 10, 12 Millisekunden, würde ich sagen, geht in Ordnung. Ist ja ein Paket, was hin und zurück geht. Also 5 Millisekunden für hin und zurück, für Hinweg und Rückweg ungefähr. Ne? Und 12 insgesamt, ja, geht in Ordnung. Also den würde ich immer anpingen. Ne? Also ein Trace drauf loslassen, gucken, wie der nächste heißt und den nächsten dann anbringen. Man kann auch den übernächsten anpingen, das ist auch noch einer von Mnet in meinem Fall. Bei euch wird es anders sein, aber
die Kommunikation zwischen dem hier und dem nächsten hier, das kann ich nicht ändern. Das ist eben so bei denen. So haben die das gebaut, so eine Leitung haben die gekauft, weiß der Teufel, wie es im Internet verbunden ist, ja. Also Pingen von irgendwelchen Servern, hier Google oder so, bringt uns nicht weiter, weil wir wissen ja gar nicht, welcher Weg da genommen wird. Also den ersten, der macht noch Sinn. Nur mal so als Tipp. So, das war's dann auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat es erstens Spaß gemacht und zweitens auch einiges gebracht. Ich finde es immer gut, wenn man irgendwas optimiert, ohne dass man gleich neue Teile dazu kaufen muss oder irgendwas, was man bezahlen muss, machen muss. Einfach mit den Gegebenheiten, die man hat, mehr rausholen, nur indem man es super gut konfiguriert. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.